Ist euch mal eigentlich aufgefallen, welche Skills die Monster oder die Totems in Wilds benutzen? Und wie das dazu führt, dass Elementor die beste Klasse im Spiel ist? Welchen Skill benutzt Totempfahl des Feuers? Er benutzt Hot Air. Welchen Skill benutzt Wildholzhäuptling? Er benutzt Poison Cloud. Damit ist bewiesen, Elementor ist die beste Klasse im Spiel. Argumentation abgeschlossen. Sie haben nach Skills gesucht, welche sie dem Dungeon geben können, die unfassbar stark und das Ganze sehr schwierig machen. Schau, da ist schon wieder jemand gestorben an Poison Cloud. Und ein weiteres Opfer von Poison Cloud liegt tot am Boden. Und für welche Klasse haben sie sich entschieden? Für Elementor. Ich meine, gut, Hot Air ist Mage, aber Mage Elementor ist ja das gleiche. Easy. Und auch bei Lucifer ist Poison Cloud ja eigentlich auch der stärkste Skill, weil der Damage over Time einfach 20 Card-Ticks macht. Also wenn du nicht instant gewurst oder healst, stirbt gefühlt jeder Tank auch daran. Relativ schnell. Na gut, okay, ein Full-Tank stirbt nicht sofort, aber selbst jemand mit viel HP stirbt daran sehr schnell, wenn er nicht instant gegwurt wird. Ist schon pretty brutal, sage ich dazu nur. Jester benutzt auch Hot Air, nur heiße Luft. True. Oh oh. Nein, aber ich finde das tatsächlich ganz interessant. Zwei meiner Lieblingsskills. Eigentlich sogar meine beiden Lieblingsskills. Hot Air und Poison Cloud. Fehlt nur noch Burning Field. Das kommt dann im nächsten Dungeon. Im nächsten Dungeon, Behemoth Dungeon. Es gibt tatsächlich im Behemoth Dungeon einen Bereich, wow. Einfach Windcard C. Es gibt tatsächlich einen Bereich im Behemoth Dungeon, der wurde immer scherzhafterweise als Rotlichtviertel oder whatever bezeichnet, weil es einfach halt, der Dungeon ist eher so blau-grau, dunkel, wie die meisten Dungeons halt, dunkel. Und bist ja im Behemoth-Tempel, du bist ja in einem Gebäude drin quasi, deswegen das wie immer dunkle Flair eigentlich, aber die meisten Dungeons sind ja eher dunkel. Und dann gibt es aber ein paar Räume, die sind einfach, da ist so rotes Licht. Und da hat man immer Rotlicht so gesagt, oder Rotlichtviertel. Und lustigerweise befinden sich dort auch die Maleficas drinnen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und in dem Bereich, weil es ja rot ist... Guten Abend, Sir. Doppelpunkt, Runde, Klammer. Danke für den Restart, Papa Bear, was geht ab? Und in diesem Bereich, weil es ja rot ist, könnten sie theoretisch Burning Field machen. Alle 10 Sekunden kommt einfach Burning Field für 5 Sekunden. Und jeder, der nicht quasi instant im Heal steht oder so, wird einfach komplett verbrannt. Würde sich auch gut eignen für so einen Dungeon. Würde sich tatsächlich auch gut eignen. Da brennt dann einfach der ganze Boden und jeder, der nicht sofort beim Ringmaster im Dauerheal steht, verbrennt einfach zu Asche. Kann ich mir vorstellen, wäre auch eine coole Mechanik. Dass quasi nicht die Monster selbst die Skills auslösen, sondern der Dungeon. Dass du quasi aufpassen musst, wo du stehst, wenn der Skill ausgelöst wird. Weil du nicht in Reichweite bist, bist du einfach tot. In Reichweite von den Leuten, die dich davor retten können. Sie haben ja neue Dungeon-Mechaniken angekündigt. Wäre also denkbar, dass dann auch mal Sachen kommen. Gibt es ja in vielen Spielen. Ich meine, die Totems sind sowas ähnliches, aber die Totems sind ja technisch gesehen auch Monster. Nur weil sie sich nicht bewegen können, nur weil sie keine Auto-Attacks machen, sind sie ja trotzdem Monster. Aber in vielen Spielen gibt es ja auch einfach Fallen und sowas, die du gar nicht zerstören kannst. Die Totems kannst du ja zerstören. Dann machen sie nichts mehr. In dem Fall wäre es einfach der Dungeon, der gegen dich kämpft. Wäre auf jeden Fall besser als der alte Behemoth. Wenn sie den zurückbringen, das wäre nicht lustig. Weil der ist super ätzend. Mit AOE-Gruppenstuns und so. Und auch sauhohen Angriffsgeschwindigkeit. Der war schon ganz schön ätzend. Gefühlt jeder zweite Angriff von ihm stunt dich. Und zwar AOE-Stun. Aber gut, in Fly Universe ist ja die Mechanik so, dass der einfach hinterm Boss stehen muss. Da wirst du nicht getroffen. Wahrscheinlich wäre es dann da auch so.
Also wäre es theoretisch egal, dass es Gruppenstunts sind. Solange du nicht vor ihm stehst.